Ja, ich stehe jetzt hier in der Nähe von den größten und leistungsstärksten Anlagen hier in der Region. Das sind Vestas V117 mit 3,6 bzw. 4,2 MW, bin ich mir jetzt nicht genau sicher. Der Kühler deutet darauf hin, dass es 4,2 MW sind. Typisch für die 4 Megawatt Plattform. Den Unterschied zur V112 erkennt man auch ganz gut an den Blattadaptern. Mir hat mal jemand erklärt, dass die Rotorblätter der V117 eigentlich Blätter der V112 sind, nur dass halt noch dieser Adapter dran ist. Ja, das scheint ein Repowering-Projekt gewesen zu sein. Hier stehen nämlich einige V117, die auch noch relativ neu aussehen. Also die 4,2 MW lohnen sich hier auf jeden Fall. Die werden hier auf jeden Fall regelmäßig erreicht. Also fast noch stürmischer hier als auf dem Altamont-Pass, obwohl das direkt an der Küste war. Hat auch echt nochmal ein toller Blick auf den Berg hier. Schon echt ein verrückter Standort hier im Tal. Sollte man nicht denken, dass hier der Wind so pfeift. Da hinten ist auch nochmal eine ganze Reihe, V117. Und im Hintergrund jede Menge kleine Anlagen, also alles durcheinander. Keine Ahnung, was das alles ist, muss ich mir gleich jetzt mal anschauen. Da auch nochmal, stehen jetzt alle. Mal gucken, ob ich an die V117 noch ein bisschen näher rankomme. Wäre geil, sich mal drunter zu stellen. Ja, und hier auf der anderen Seite ist cool, sieht man jetzt den Berg von der anderen Seite, auf dem ich gerade eben war. Da stehen auch nochmal G-Anlagen, Vestas V44 und auch nochmal ganz kleine. Auch nochmal ein Turm Stumpf. Da sieht man es nochmal besser. Also es müssten die gleichen sein wie auf dem Altamont-Pass. Also die Nordtank NTK 65. Die haben nämlich nicht die spitze Narbe wie die Bonusanlagen, sondern einfach nur so eine flache Narbe. Ja, da hinten geht es jetzt zum Joshua Tree Nationalpark. Da habe ich mein Camp aufgeschlagen und mache die Ausflüge. Aber es ist echt nochmal ein ganzes Stück. Habe ich ein bisschen unterschätzt, die Distanzen hier, aber so ist das eben in den USA. Ja, werde jetzt versuchen, mal näher an die V117 ranzukommen. So, ich habe es jetzt nochmal relativ nah zu den Vestas V117 hingeschafft. Gate war auch wieder offen. Hier ist allerdings auch Service vor Ort, also näher will ich jetzt nicht rangehen. Aber von hier sieht man es ja ganz gut. Ja, 5 Stück in einer Reihe hier. Und die geben ordentlich Gas, also die machen auf jeden Fall Volllast. Ja, müsste ich online mal nachschauen, wie viel Megawatt sie haben, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie 4,2 MW haben. Die würden sie auf jeden Fall regelmäßig leisten hier. Sonst nimmt man die eigentlich nur für einen Küstenstandort, aber das hier ist eigentlich vergleichbar mit einem Küstenstandort. Hier so krass viel Wind geht. Ja, Nabenhöhe mussten so 91 Meter sein, schätze ich mal. Sehr wenige Anlagen, die hier eine hohe Nabenhöhe haben. So 90 Meter ist hier so das Maximum. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass es ein Repowering war. Von diesen alten Dingern hier hinten. Weiß ich jetzt gar nicht genau, was das für Anlagen sind. Erinnert mich so ein bisschen an die alten Südwind S46. Sind es aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, es sind Zondanlagen. Müsste ich aber nochmal nachschauen. Würde ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen.
Habe auf jeden Fall ein paar alte Anlagenteile hier rumliegen sehen. Ja, denke mal, das war ein großes Repowering mit den V117 hier. Da sieht man nochmal die anderen. Echt ein tolles Bild. Ja, aber so V117, V126 sind so die größten Anlagen hier. Größere habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen. In der Reihe hinten dran einige, sieht aus wie Vestas V52, es sind aber glaube ich Gamesa Anlagen. Sind glaube ich keine Vestas. Jede Menge. Nochmal mehr hier auf der anderen Seite. Da steht wirklich alles voll mit denen. Aber hier stehen so viele verschiedene Anlagentypen, da verliert man schnell mal den Überblick. Aber optisch sind sie wie Vestas V52. Müsste ich mal nachschauen, ob es was Vergleichbares von Gamesa gibt. Meine Güte, ist das ein Wind. So, jetzt stehe ich in der Reihe hinten dran, hinter den V117. Und hier stehen jetzt diese kleinen Anlagen. Ähneln V44, V52. Irgendwas dazwischen. Aber es sind keine Vestas. Von der Gondel und von der Narbe her ähneln sie eher Gamesa-Anlagen. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, was es ist, müsste ich nachschauen. Aber auf jeden Fall irgendwas in der Größenordnung, so zwischen ja, 44 bis 50 Meter Rotordurchmesser. Auf der anderen Seite hier drüben steht nämlich alles voll mit denen. Da sieht man es nochmal ein bisschen besser. Also da stehen unzählige von denen. Könnte man alle mal durch größere Anlagen ersetzen. In der Reihe hinten dran auch nochmal. Ja, das ist schon krass hier drüben. Dieses Gewimmel von Anlagen. Da stehen auch nochmal G dazwischen, glaube ich. V112, V90 3 Megawatt sind glaube ich auch nochmal dabei. Ich werde es auf jeden Fall nachschauen und ihr könnt es natürlich auch gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr es wisst. Es gibt sicherlich welche, die da bewanderter sind wie ich, aber es sind einfach zu viele unterschiedliche Anlagentypen hier, als dass ich mir das alles behalten könnte. So, ich bin jetzt hier in der Nähe von den Anlagen, auf die ich mich fast am meisten gefreut habe hier in der Region. Die Zweiflügleranlagen von Netwind. 500 kW Anlagen und die einzigen Zweiflügler hier in der Region. Richtig geil. Stehen hier 13 Stück in einer Reihe. Sieht so geil aus. Gibt noch ein paar in den Niederlanden, in Deutschland stehen auch vereinzelt welche. Aber habe ich leider noch nie gesehen und deshalb habe ich mich extrem drauf gefreut, mir die hier jetzt mal anzuschauen. Schon echt ungewohnt mit den 2 Rotorblättern. Das ist die 3 Rotorblätter so gewöhnt, die da steht. Hinten steht auch noch eine. Naja, immerhin gute Quote, nur 2 von 13 stehen. Boah, das ist so verdammt windig. Kannst du immer wieder sagen. So verrückt. Die sehen eigentlich
eigentlich doch relativ gut aus. Also im Vergleich zu vielen anderen Anlagen sind die echt noch gut in Schuss. Sieht so komisch aus mit den zwei Rotorblättern. So unruhig irgendwie. Und das ist so ein krasser Blick, diese Masse an Anlagen. Ich habe das noch nie so krass gesehen. Es gibt auch, glaube ich, echt wenige Orte, wo das so krass ist. Im Hintergrund sieht man nochmal ganz viele Anlagen. Mikon, größere Vestas, Mitsubishi ist, glaube ich, auch nochmal dabei. Einfach nur verrückt hier. Drüben geht es auch nochmal weiter. Extrem krass hier. Aber auch extrem spannend. Aber so viel zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal näher zu den Netwindanlagen noch hinfahren. Und stelle mich mal drunter, guck mal, wie laut die Dinger sind. So, jetzt stehe ich hier direkt unterhalb der Netwindanlagen. So geil, dass man hier so nah rankommt. Die machen so verdammt Krach. Das müsst ihr euch anhören. Es ist so verrückt, dieser Zweiflügler. Das sieht so unruhig aus, wenn der Rotor läuft. Dreiflügleranlagen laufen irgendwie viel, viel sanfter und geschmeidiger, aber sehr, sehr abrupt, wie die Zweiflügler laufen. Sehr wahrscheinlich hat man deshalb auch nicht so viele gebaut davon. Aber geiles Design. In dieser dicken Narbe. Ja, in Ostdeutschland stehen noch ein paar. Und dann in Holland, weiß ich. Aber es ist auf jeden Fall eine Rarität in Deutschland. Deshalb habe ich mich besonders gefreut, die hier zu sehen. Ich glaube 14 Stück sind es hier in einer Reihe. Nur 2 Stück stehen, eigentlich eine relativ gute Quote. Die hier steht und da hinten steht noch eine. Boah, das sieht so fett aus. Alle in einer Reihe hier. Richtig geil. Und ich glaube, man hat hier halt echt nur so eine Hauptwindrichtung. Dass der Wind, wenn der Wind hier aus dem Tal runterpfeift, vom Pazifik durchs Tal hier. Deshalb kann man die Anlagen hier auch so dicht stellen. Boah, ist die laut. Hört ihr das? Oh, krass. Ich feiere die enorm, die Teile. Bei der Anlage da hinten sieht man sogar noch das Logo. Netwind, da steht es drauf. Die meisten Anlagen hier haben nämlich gar kein Logo. Ja, Turmhöhe schätze ich so 50 Meter. Höher nicht. 50, 55 Meter vielleicht. Sind auch schon ein bisschen verrostet, auch schon ein bisschen Öl ist glaube ich nicht, ist glaube ich nur Rost. Aber im Verhältnis zu anderen Anlagen sehen die echt noch gut aus und laufen ja auch echt noch super. Oh, das ist mein persönliches Highlight hier. Ja, da hinten stehen dann Mikon-Anlagen. Weiß jetzt gar nicht, was für ein Typ. Müssen so auch so 1 Megawatt haben, schätze ich. Oder weniger. Da hinten dran auch nochmal. Und dann auch nochmal größere Vestas. 412, 417 kann ich jetzt aus der Distanz nicht sagen. Und auch jede Menge Mikon-Anlagen.
Werde ich gleich auch nochmal anhalten, euch die nochmal zeigen. Da drüben sind dann nochmal größere G, die 1,5er. Ja, so G 130er. Ja, das wäre schon echt mal geil. Oder irgendwie dann so größere Anlagen, Cypress V162 oder so. Das würde ich schon sehr feiern. Und da dann nochmal die Reihe von diesen Anlagen. Also es ist optisch. Es können schon V44, V52 sein. Optisch sehen sie den schon sehr ähnlich. Muss ich gleich mal noch anhalten. Aber die Netwindanlagen hier, das ist mein absolutes Highlight hier. Die feiere ich extrem. Sind auch, glaube ich, die einzigen Zweiflügleranlagen hier in der Nähe von Palm Springs. Woanders in Kalifornien gibt es auch noch Zweiflügleranlagen. Aber das hier sind, glaube ich, so die einzigen Zweiflügler hier in der Region. Naja, dann werde ich jetzt mal noch weiterziehen. Es gibt nämlich noch einiges zu sehen. So, jetzt bin ich immer ein Stück weiter gefahren. Jetzt stehe ich hier bei den NEC Micon Anlagen. Ich stelle gerade fest, es sind unterschiedliche Typen. Hier in der Mitte zum Beispiel sieht aus wie eine NM60 mit 1 Megawatt. Und wenn man sich die Anlage nebendran anschaut, die sieht nochmal ein bisschen anders aus. Kleinere Narbe, hat diese Blattadapter. Also sind unterschiedliche Anlagentypen. Kann ich jetzt nicht genau sagen, was es für welche sind, müsste ich nachschauen. Aber die zweite in der Reihe müsste eine NM60 sein oder vielleicht auch kleiner. Und die hier ist auf jeden Fall kleiner. Die hat diese Blattadapter. Weiß nicht, ob die noch irgendwas mit NM54 oder irgendwie sowas haben. Bin ich überfragt mit den ganzen Typen. Aber auf jeden Fall jede Menge von denen. Hinten dran in der Reihe, das ist alles Micon-Anlagen. Und auch hier hinter mir jetzt stehen auch extrem viele wieder. Laufen aber fast alle. Also insgesamt laufen sehr, sehr viele Anlagen hier. Also wenige, die stehen oder auch kaputt sind. Muss ich sagen, schon gut. Ach, geil mit dem Berg hinten dran. Richtig geiles Bild. Ja, und hier neben den Micon stehen nochmal V112 und V117. Da sieht man dann nochmal gut den Vergleich. Ich muss jetzt mal gucken. Genau. Hier die Anlage ist eine V112 und direkt nebendran die... Ne, das sind zwei V117. Hier, das ist eine V112 links und die V117 hinten dran. Die V112 hat keine Blattadapter, die V117 schon. Und diese V117 scheinen wohl auch dann die 345er zu sein. Die haben nämlich den anderen Kühler. Die anderen haben den Kühler der 4 Megawatt Plattform. Dann waren die hier scheinbar, sind die schon ein bisschen älter. Und die anderen sind dann relativ neu. Und hinten dran sind nochmal ganz viele Mitsubishi-Anlagen, die auch am Altamont Pass waren und die jetzt auch auf der anderen Seite des Highways stehen. Die haben 1 Megawatt.
super viele. Hinten da auch nochmal Vestas. Also scheint so, als ob hier schon auch ein paar Anlagen repowered worden sind und durch größere ersetzt worden sind. Hauptsächlich Vestas. Also Vestas ist hier so die Anlage der Wahl. Und drüben haben wir nochmal G. 1,5er auf der anderen Seite vom Highway. Und auch nochmal jede Menge Mitsubishi-Anlagen. Die ich auch echt mag. Vom Design her gefallen die mir schon gut. Das ist schon immer geil, halt die V112 dann neben der Nikon. Schon nochmal ein geiler Größenvergleich. Hier wieder weggepustet. Naja, ich würde sagen, es ist mal Zeit für ein Kaffeepäuschen und dann melde ich mich danach nochmal.